Herzlich willkommen zurück zu The Riftbreaker. Heute wollte ich euch mal zeigen, wie ihr einigermaßen gut durch die Story durchkommt, indem ihr permanent unendlich Ressourcen habt. Und wir werden nochmal das Hauptquartier auf Level 5 upgraden, da mein Spielstand auf normal nicht mehr zu speichern ist. Deswegen habe ich das Ganze jetzt mal auf brutal gestartet. Wenn euch das hier gefällt, könnt ihr gerne eine Bewertung lassen oder auch mal in Twitch-Livestreams dabei sein. Würde mich sehr freuen. Also, wie ihr theoretisch unendlich Ressourcen bekommt, ist ganz einfach, indem ihr im Forschungsbaum die Carbonium-Syntheseanlage und den Ionium-Synthesizer freischaltet. Damit könnt ihr aus Energie Ressourcen herstellen. Das Ganze funktioniert wie folgt. Ihr baut diese Gebäude. Normalerweise steht tatsächlich in der Beschreibung drin, also ich weiß nicht, ob das final ist, ob das so wirklich gedacht ist, weil theoretisch ist es schon relativ stark, wenn ich das mal sagen darf. Denn ihr produziert wirklich aus 500 Energie, was eine Menge ist, aber wenn man jetzt ein bisschen größere Basis hat wie ich, geht das ohne Probleme, 2 Carbonium pro Sekunde. Das Ganze funktioniert auch mit dem Eisen. Beim Eisen steht explizit dabei, dass hier Energie genutzt wird. Auf Englisch noch, deswegen ich weiß nicht, ob das wirklich so gedacht ist. Und auf Deutsch steht beim Carbonium Synthesizer, dass hier eigentlich aus Eisen-Carbonium hergestellt wird. Dennoch funktionieren beide Gebäude genau gleich, also ich weiß nicht, wie lange das noch so sein wird. Ob das nur ein kleiner Beschreibungsfehler ist. Auf jeden Fall funktionieren sie zurzeit zum Upload des Videos perfekt. Und ja, ich habe hier 4 Stück. Davon für Eisen 3 Stück. Das macht dann insgesamt 8 Carbonium pro Sekunde. Das Ganze kann man an jedem Außenposten aufbauen. Unendlich viel. Und ja, ich finde, es ist sehr, sehr cool, da man dadurch komplett seine Ressourcen schützen kann. Weil durch die Produktion von 12 Carbonium pro Sekunde habe ich halt eben den Vorteil, dass meine Waffen unendlich die ganze Zeit schießen können, meine ganzen Türme, weil die Munitionsproduktion weniger verbraucht. Und somit brauche ich deutlich weniger Ressourcenquellen und eigentlich überhaupt gar keine mehr, wenn man ehrlich ist. Weil ja, ich produziere einfach aus Energie den ganzen Kram. Finde ich sehr, sehr cool. Aber, ich weiß nicht, ja, macht irgendwie so ein bisschen zu leicht, meiner Meinung nach. Aber ja, das ist es. So, jetzt machen wir erstmal den kleinen Angriff. Ich war schon in der Wüste hier auf brutal, deswegen haben wir hier auch den Wüstengegner teilweise mit dabei, die wir jetzt besiegen müssen. Und danach würde ich gerne direkt das Hauptquartier auf Level 5 upgraden. Und dann schauen wir mal, ob das Spiel an gleichem Punkt wieder nicht weitergeht. Denn ja, auf normal hat es bei mir aufgehört, als ich den Palladium-Außenposten aufbauen wollte. Dort konnte ich dann nicht mehr das Spiel speichern. Deswegen hoffe ich, dass das hier nicht so ist. Aber sollte es so sein, finde ich es sehr, sehr schade. Weil ich somit dann die Story nicht beenden kann. Weil ich dann aus dem Gebiet nicht mehr rauskomme. Theoretisch könnte ich schon, ja, also ich weiß nicht. Vielleicht. Unter Umständen. Aber es wäre sehr, sehr schade. So, ich habe hier ein bisschen rumexperimentiert. Wir haben jetzt 600 Leben. 260 Leben so rum. Dafür kein Schild mehr. Ich weiß nicht, ob das cool ist. Müsste man mal nachschauen. Also bis jetzt ist brutal wirklich einfach. Also es sind zwar viele Gegner, aber durch die Artillerie, durch die Flammenwerfer und starken Türme sterben diese alle sehr, sehr schnell. So, haben wir das. Jetzt müssen wir nur Hauptquartier Level 5 überleben. Erstmal brauche ich eine normale FPS, dass ich mich normal bewegen kann.
So. Dann warten wir einmal, bis wir 10.000 Carbonium haben. Denn zurzeit verbrauchen meine ganzen Munitionsproduktionen 7 Carbonium und Eisen. Und ja, wir produzieren fast das Doppelte. Also, nur aus Energie. So. Boah. Ich weiß nicht, ich würde tatsächlich die Nacht abwarten, weil das einiges an Strom frisst. Andererseits ist der Speicher voll auf. Komm, gib ihm. Sie greifen von rechts unten an, okay. Hier ist schon alles geupgradet auf Maximum. Mir möglich ist. Das machen wir hier einmal ganz schnell auch noch. Ja. Und wie ihr Energie bekommt, ist eigentlich auch recht simpel. Sobald ihr einigermaßen hier irgendwo so einen kleinen Tümpel habt oder so, eine Schlammgrube, könnt ihr hier auch ganz einfach Wasser produzieren, was ihr für die Forschung braucht. Und dann könnt ihr, sobald ihr ein bisschen in der Alien-Forschung voran seid, hier so einen Pflanzer bauen. So einen Kultivator. Ich weiß nicht, ob das noch ganz stimmt. Ich glaube, das ist eins zu viel, aber es funktioniert einigermaßen. Und damit könnt ihr halt eben sehr, sehr schön pflanzliche Biomasse herstellen, die ihr dann hier hinten in den Biokompostern in Gas umwandeln könnt. Und damit könnt ihr ohne Probleme sehr, sehr coole Gaskraftwerke befeuern, die ihr noch upgraden könnt, sodass sie bei gleichem Verbrauch mehr Strom produzieren, was sehr cool ist. Man muss so ein bisschen reinkommen in das Spiel, aber wenn man so ein paar Techniken kennt, dann läuft das auch. So, wir bauen den Kultivator nochmal hier hin. Ich meine, Wasser habe ich ja jetzt. Kultivator bitte. Mit Alt könnt ihr auch direkt die maximale Gebäudestufe bauen. Braucht ihr es nicht immer upgraden im Nachhinein, wenn ihr wisst, dass ihr etwas krasseres bauen wollt. So, weil Wasser habe ich. Bei weitem. Hier kommt wie viel Wasser rein? 400. 280 wird zurzeit verbraucht. Das läuft. So, jetzt Angriff. Okay, we're ready for them. Das ist alles auf Maximum. Die Artillerie ist da. Die Mine da muss halt mal weg. Auch wenn die schon geupgradet ist. Ja. Wir schauen mal. Und wir haben das ja schon auf dem Normal gemacht. Da war es auch schon sehr, sehr viel. Wir schauen mal, wie das jetzt hier läuft. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ich könnte natürlich auch einfach meine Basis schießen lassen. Aber das will ich nicht. Ich will auch ein bisschen mitmachen. Ich meine, das ist der maximale Schwierigkeitsgrad. Zurzeit sind meine Geschütztürme Level 2 und Artillerie ist auch Level 2. Also ungefähr auf dem Stand, auf dem mein alter Spielstand auch war. Ja. Und das Problem ist, die Flammenwerfertürme haben leider keine so coole Reichweite, wenn man vierfach Mauern hat. Was halt dazu führt, dass sie erst ganz kurz vorher schießen. Während alle anderen schon vorher schießen. Also ja, es geht. Dagegen ist so ein bisschen fest hier. Nicht aufhören zu schießen mit dem Flammenwerfer, diese Masse an Gegnern. Bis jetzt durch dieses unendliche Ressourcenprinzip hat man auch eigentlich keine Probleme, was Ressourcen angeht. Auch auf brutal nicht. Und die Gegnerwellen sind dadurch auch sehr, sehr leicht. Ganz einfach deswegen, weil man trotzdem haufenweise Munition herstellen kann.
und alles sehr, sehr schnell upgraden kann. So, das war Hauptquartier Level 5. Let's check what's new after the HQ upgrade. Schauen wir mal. Nicht eine Mauer kaputt gegangen? Was soll man machen, ne? Also ich finde die Wellen für brutal, also sehr wenig. Also das ist sehr wenig einfach nur. So, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns morgen wieder. Hoffentlich dann im Palladium Außenposten, der speichert. Bis dahin. Tschüss.